5 Events in 2 verschiedenen Teams. Für Francesco Garisto war es kein einfaches Debüt in der Nascar Whelen Series 2020. Dennoch hat der Italiener in der Euro-Nascar 2 Meisterschaft ordentlich für Furore gesorgt. Zu Beginn startete er für 42 Racing aus Italien. Das Team konnte dann aber im kroatischen Grobnik und im spanischen Valencia nicht an den Start gehen, weil es positive Coronavirus-Tests innerhalb des Teams gab. Deshalb hat sich Garisto außerhalb des Teams umgeschaut, um eine Lösung zu finden und die Saison vernünftig zu beenden. Marko Stipp Motorsport ist eingesprungen und hat ihm das Auto mit der Startnummer 48 zur Verfügung gestellt. Nach 10 Rennen fand sich Garisto dann auf dem 9. Platz der Euro-Nascar 2 Wertung wieder. 7-mal schaffte es in die Top 10, einmal sogar in die Top 5. Letztlich war es also eine solide erste Saison in der Nascar Whelen Series, aber er hat gezeigt, dass er das Potenzial hat, auch ganz vorne an der Spitze mitzuhalten. Wir haben gleich nach dem Saisonende am Circuit Ricardo Tormo im spanischen Valencia mit Francesco Garisto gesprochen und ihn natürlich über seine erste Saison in der Euro-Nascar ausgefragt. Die erste Frage, eine ganz einfache, ob er mit seinen Ergebnissen zufrieden ist und wie er seine Entwicklung einschätzt. Hi André, so yeah, this year has been amazing for me because it was my first year having to travel Europe to race, getting to know new people, new drivers, new environment, new tracks. It has all been awesome, and yeah, my learning curve has grown a lot because the first time I hopped on a Euro NASCAR car, I really had no clue on how I could drive it because I looked like a granny going to the grocery store, but now I feel very confident with these types of cars and really fast, and although the results this year were a bit of ups and downs because sometimes I might have had problems to the car, and sometimes I might have had penalties, and all the things that I do are for me to learn. So yeah, this year has been amazing anyway. I also proved to be fast and claiming podiums, rookie podiums and overall podiums. But yeah, I know that next year, if I'm gonna race again, if my sponsors will let me race again, if Jérôme Galpin will let me race again, I will race to win. Für Garisto war es eine ganz besondere Saison. Es war das erste Mal, dass er Europa bereist hat, um Rennen zu fahren. Dabei hat er natürlich viele neue Menschen kennengelernt und er musste sich erst einmal auf diese neuen Strecken einschießen, denn die kannte er vorher alle noch gar nicht. Für ihn war natürlich auch das Umfeld ein komplett neues, an das er sich erst einmal gewöhnen musste. Aber insgesamt sagt er, es war eine wirklich herausragende Saison. Im Laufe der 10 Rennen in der Saison 2020 ging die Lernkurve natürlich steil nach oben. Er hatte zu Beginn, als er das erste Mal in einem Euro-Nascar-Auto saß, gar keine Ahnung, wie er dieses Auto überhaupt fahren muss. Er hat es geschafft, sich relativ schnell an diese V8-Monster zu gewöhnen und er hat auch herausgefunden, was es braucht, um schnell zu sein. Die Saison an sich, die bestand aus Höhen und Tiefen. Er sagt, dass er hier und da technische Probleme mit den Fahrzeugen hatte, er aber auch hier und da Strafen bekommen hat, die ihn natürlich weit zurückgeworfen haben. Insgesamt hat er aber eine Menge gelernt und das war das Wichtigste in dieser ersten Saison in der Nascar Whelen Series. Insgesamt ist er mit der Saison 2020 aber sehr zufrieden. Er hat es geschafft, sofort vorne mit von der Partie zu sein. Er hat ums Rookie-Podium gekämpft und hat immer wieder sein Potenzial aufblitzen lassen. Jetzt möchte er sich natürlich weiter in der Nascar Whelen Series beweisen. Dafür müssen natürlich die Sponsoren mitmachen. Als nächstes wollen wir wissen, wie er denn die Autos und den Wettbewerb in der Nascar Whelen Series einschätzt. So the car is amazing because it has so much power and you really have to drive it, if you can say it, with your ass, because it's pretty much old school driving, and yeah, you have an 8-pattern gearbox, you have to do the blip when you downshift, you have the rear that always goes away, a lot of oversteers, so you really have to drive it with your body, you know. It's a really physical car, and you really also have to train a lot to be competitive in terms of physical training, you know. And yeah, the series is awesome, super cool tracks, and the competition is very, very, very high. All drivers are willing to arrive on top and no one will let you by. Er sagt, die Autos sind einfach nur fantastisch. Die haben so viel Leistung, man muss sie wirklich mit dem Popometer fahren. Dazu kommt natürlich noch das Oldschool-Fahren, weil es keine Fahrhilfen gibt und die Autos technisch relativ einfach gehalten sind.
Und gerade das Schalten ist eine echte Herausforderung. Man hat natürlich diese Standard-Haarschaltung in den Autos verbaut. Außerdem muss man einen kleinen Gasstoß geben, wenn man runterschalten möchte. All das erinnert natürlich an dieses typische Oldschool-Racing. Das Auto neigt außerdem zum Übersteuern. Deshalb muss man gerade auf der Hinterachse genau wissen, was man da macht. Man braucht eine Menge Selbstvertrauen in sich und seine Fähigkeiten. Und diese Art von Racing geht natürlich auch auf den Körper. Also man muss wirklich topfit sein, um diese Autos zu kontrollieren, zu bändigen. Auch die Serie kommt bei Garistos Bewertung gut weg. Er sagt, die Rennstrecken, die besucht werden, sind fantastisch. Außerdem ist das Level in der Euro-Nascar 2 Meisterschaft sehr hoch. Jeder Einzelne will da vorne mit von der Partie sein und deshalb macht da auch keiner einfach die Tür auf. Also es ist wirklich hartes Racing in der Nascar Whelen Euro Series. Nach solch einer Saison gibt es natürlich viele Höhepunkte und wir wollen wissen, welche Highlights Garisto auf und neben der Strecke erlebt hat. So I had many highlights during the season, but I think the most wonderful one was my first podium in Zolder when I finished P3 starting from P11 and first of rookies. And apart what happened on track, where I had an incredible battle through the field with all of the drivers, having a real comeback, then that has been a really emotional moment for me because when I came out of the car, all of my team was so happy. I was there with my father, with my mother, and they were both crying as babies. So yeah, if I think about it, I really get emotional. So yeah, really cool. Garisto sagt, dass er eine Menge Highlights hat, aber das Größte ist definitiv das Podium, das er in Zolder eingefahren hat. Da ist er auf Platz 3 gelandet, obwohl er nur von Platz 11 aus gestartet war. Das war nicht nur sein erstes Gesamtpodium, sondern auch sein erster Sieg in der Rookie Trophy, die er da für sich entschieden hat. Und er sagt, dass es ein ganz emotionaler Moment für ihn war, da zweimal auf dem Podium zu stehen. Einmal auf Platz 3 des Gesamtpodiums und dann noch auf Platz 1 der Rookie Trophy. Und dazu kommt dann noch die Emotionalität seines Teams. Die waren sofort da, als er aus dem Auto gestiegen ist. Auch seine Eltern waren vor Ort. Die hatten Tränen in den Augen, als er da rausgekommen ist, aufgrund dieses Erfolgs. Ja, und ich denke, das ist absolut verständlich, warum diese Momente bei Francesco Garisto so hoch im Kurs sind. Es war aber nicht immer einfach für Francesco Garisto. Er musste ja 42 Racing nach den Rennen in Zolder quasi zwangsweise verlassen, weil das Team nicht mehr zu den Rennstrecken reisen durfte, weil es da positive Coronavirus-Fälle innerhalb der Mannschaft gab. Er wurde dann von Marko Stipp Motorsport aufgenommen. Das Team aus Deutschland ist da eingesprungen. Und das war natürlich nicht einfach für zwei verschiedene Teams in dieser Saison zu fahren. Hier kommt seine Einschätzung. Well, it has some pros and some cons, because the pros are I got to know new people, new team, more network in the environment, more experience in order to work with foreign people, mechanics, engineers. But the contraries are that. Well, I had to change car, so every time you change car, you have to get used to a new car, a new setup. You might have to develop another setup, so that's a bit more difficult than staying on the same car the whole season. But still, I think it started off being something really negative because my team had to quarantine because of COVID. So I had to change team, and that's why I changed team. But I always get the positive from everything. So I think it has been an important experience for me that I will always remember. Der Italiener sagt, dass er Vor- und Nachteile hatte aufgrund dieses Teamwechsels. Wir fangen an mit den Vorteilen. Er hat natürlich dadurch viel mehr Menschen kennengelernt in dieser Euro-Nascar-Welt und dadurch konnte er quasi schon ein Netzwerk aufbauen. Dem sieht er es als äußerst positiv an, auch mit einem Team, das nicht aus Italien kommt, zusammengearbeitet zu haben, denn dadurch konnte er natürlich wichtige Erfahrungen sammeln, wie das eigentlich ist. Jetzt kommen wir zu den Nachteilen und da sagt er, natürlich muss sich das Auto wechseln. Und wenn man das Auto wechseln muss, dann muss man sich wieder so ein bisschen anpassen, wieder alles neu lernen. Und das ist natürlich schwieriger, als einfach eine gesamte Saison auf einem Auto zu fahren, das man dann auch sehr gut kennt. Deshalb hat er es zu Beginn auch als negativen Schritt empfunden, dieses Team zu wechseln. Er hat dabei natürlich auch an die Mechaniker gedacht, die da positiv getestet worden sind. Aber er zieht immer alles Positive aus den Umständen, die ihm da quasi vor die Füße geworfen wurden. Und dementsprechend
Positiv blickt er zurück auf dieses Abenteuer 42 Racing und Marko Stipp Motorsport. Im Rahmen der Super Speed Week am Circuit Ricardo Tormo im spanischen Valencia teilte sich Francesco Garisto das Auto mit dem dreimaligen Euro-Nascar-Champion Ander Villarino. Der Spanier kehrte für sein Heimrennen in die Serie zurück und der gab natürlich sein Wissen auch an Francesco Garisto weiter. Gerade der Trackwalk war etwas ganz Besonderes. Well, Ander has helped me a lot through this last race in Valencia, starting from, as you mentioned, the track walk. I mean, we got to know each other this last weekend, but it seemed like we really knew each other from a lot of time, because yeah, he was like a teacher for me. And starting from the track walk, when we did the track walk together, he explained to me every single detail on the track, such as you have to put the wheels here and not 20 centimeters on the right, because if you go here on the right, you're gonna lose time. And so many details that have helped me a lot during the weekend and have helped me a lot to grow technically as a driver. And yeah, I really have to thank him for this. Laut Garisto hat Ander Villarino beim letzten Rennwochenende eine wichtige Rolle gespielt. Die beiden haben sich erst dort vor Ort kennengelernt und da gab es eben diesen Trackwalk. Und da hat Ander Villarino gleich die Rolle des Lehrmeisters angenommen. Und deshalb hat es sich für Garisto so angefühlt, als ob die beiden sich schon seit Ewigkeiten kennen. Der Spanier hat wirklich jeden Zentimeter der Strecke analysiert und detailliert erklärt. Und das hat Garisto natürlich sofort wie ein Schwamm aufgesogen. Er glaubt, dass er davon auch langfristig etwas hat, weil dieser Trackwalk ihm so geholfen hat, dass er ein besserer Rennfahrer geworden ist. Und dementsprechend dankbar ist Garisto natürlich für diese Lehrstunde vom dreimaligen Euro-Nascar-Champion Ander Villarino. Und dann kommt einer meiner absoluten Lieblingsfragen. Und zwar, ob er irgendeine Geschichte auf Lager hat, die wir alle nicht gesehen haben im Livestream oder auf Social Media. Irgendetwas, was er erlebt hat, was besonders heraussticht. So André, I know you really like the explanations of the off-track duties we might have during race weekends. And yeah, I can tell you that I know I have a lot of friends in Spain. And I really love Spain, really love Spanish people. And yeah, what happened after the weekend, that might be a silly but fun thing. When everything finished on Sunday, and I was also pretty gutted about my result, because you know, I had engine problems all over the weekend, and then other types of problems on the car, so the results weren't as I wished, so I wasn't really happy. You know, whenever I don't finish on top, I'm not happy. But the friends who came to visit me at the race told me, why don't we go in Valencia, the city center downtown, and go eat a paella. So the moment I went out of the car and got my suit off, I went with my friends to Valencia city center, and we had a really big paella to celebrate our friendship. Und Garisto hat natürlich solch eine Geschichte auf Lager. Und zwar sind wir in Spanien. Er hatte gerade die Rennen beendet. Es lief nicht hundertprozentig rund. Das Auto lief nicht perfekt. Er hatte technische Probleme hier und da und war auch mit den Ergebnissen nicht hundertprozentig zufrieden. Er liebt aber die Spanier und hat dementsprechend viele spanische Freunde und die haben ihn sofort eingeladen, in der Innenstadt von Valencia essen zu gehen. Und da gab es eine riesige Pfanne Paella. Dieses Treffen gehörte zu den absoluten Highlights in seiner Saison, obwohl sich das eigentlich gar nicht so spektakulär anhört. Das war unser Interview mit Francesco Garisto aus Italien, der für 42 Racing und Marko Stipp Motorsport im Jahr 2020 an den Start gegangen ist. Wenn ihr weitere solche Videos haben wollt, dann abonniert unseren Kanal hier auf YouTube, folgt uns auf den Social Media Profilen, um keine News mehr rund um den europäischen Stocker und V8-Sport zu verpassen. Wir haben auch die amerikanischen Rennserien im Programm. Wenn ihr Themenvorschläge habt, lasst es uns wissen unten in den Kommentaren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, macht's gut und bis zum nächsten Mal.